Weiter, weiter, immer weiter. Knapp 7000 Kilometer auf dem Rad. Thomas Leipold aus Schlüchtern erfüllt sich so einen Lebenstraum. Doch warum fährt er denn diese lange Strecke so ganz alleine? Alleine habe ich es deswegen gemacht, um halt auch ein Stück weit freier zu sein, um für mich jeden Tag entscheiden zu können, wie weit will ich fahren, wo will ich entlang fahren, welche Route will ich nehmen, wann will ich Pause machen und einfach diese Freiheit zu haben, ohne auf jemanden Rücksicht nehmen zu müssen. Und das war für mich ganz entscheidend dabei. Am 18.07. ging es los in Norwegen. Schon die Anreise mit Bahn, Bus und Fähre dauerte 3 Tage. Er fährt durch 15 Länder, der Sonne und der Wärme entgegen. Das Ziel Spanien. Eine gewaltige Tour mit Tücken. Beispiel der Nordkap-Tunnel 200 Meter unter dem Meer. Der ist nicht nur lang und tief, der ist auch extrem kalt, der Tunnel. Das waren um die 1-2 Grad und ich hatte kurze Hosen an und oben nur eine Jacke. War schon auch ein bisschen geschwitzt durch die ersten Kilometer. Und als ich dann da runtergefahren bin, da hat alles geschlottert. Also ich habe wirklich gezittert, musste echt aufpassen, dass ich nicht vom Rad falle, weil alles so gezittert hat. 25 Fahrtage plus einem Pausentag, mindestens 250 Kilometer pro Tag. Bei strömendem Regen und brütender Hitze im spanischen Hinterland. Bei 43 Grad mittlerweile. Ich muss sagen, das war echt eine beschissene Idee. Es ist so unfassbar heiß. Ich habe noch nie so eine Hitze erlebt. Von oben brutal, die Sonne gnadenlos, von unten der Asphalt, von vorne Wind wie aus der Sauna. Und ich habe gedacht, ich gehe um. Jetzt habe ich erstmal eine Tankstelle gefunden. Und der Tankstellenpächter hat mich erstmal mit Wasser nass gemacht. Und jetzt habe ich erstmal ein paar kühle Getränke zu mir genommen. Am 12. August ist Thomas zurückgekommen. Der 38-Jährige war mit seinem Gravelbike unterwegs. Es sieht aus wie ein Rennrad, die Reifen sind dabei allerdings für alle Straßenverhältnisse und Untergründe geeignet. Er ist heil zurückgekommen, denn um ein Haar hätte die Reise in der Nähe von Venedig geendet. Da bin ich auf den Kreisverkehr zugefahren, da hat mich kurz vorher noch eine Frau überholt, die dann im Kreisverkehr ganz urplötzlich nach rechts in die erste Ausfahrt abgebogen ist und ohne Blinken. Ich konnte dann nicht mehr ausweichen, bin dann mit ihr kollidiert, habe mich noch am Rad festgehalten, gerufen, aber sie hat mich dann noch ein paar Meter mitgeschliffen, ich bin dann auf der Straße gelandet. Auch das Rad hat die Fahrt gut überstanden, Teile sind verschlissen, die werden jetzt ausgetauscht. Thomas Leipold zieht weiter seine täglichen Runden. Mit 38 Jahren, da können noch einige Touren kommen.